Detlefs Puls T7051 EB. Diesmal mit Hubbett für 73.819 € in der Aufbaufarbe, also der Fahrzeugfarbe Schwarz mit roten Applikationen, sehr sportlich. Hier vorne noch eine schwarze Seitenbeschriftung, also im Vergleich zum Schwestermodell ohne Hubbett an der Seite. Hier vorne in weiß. Ja, also es wirkt viel, viel sportlicher. Wir haben schon mal ein paar Klappen aufgemacht für euch, das Ganze euch mal zu zeigen. Und das sind die technischen Daten. Also wenn ich mir das so anschaue, schwarz mit dem Rot, und gucke mir dann die Marlene an, die sieht genauso aus wie das Auto, schwarz und rot. 31. Oktober ist es total warm wie im Sommer. Ja, absolut. Sehr, sehr schön heute. Ich zeig das mal gerade hier. Also es ist wirklich ein Tag, wir haben bestimmt jetzt 20, 21, 22 Grad in der Sonne und das Ende Oktober ein goldener Herbst. Heute ist Halloween. Heute Abend, ja. Wird aber nicht gefeiert wegen Corona, zumindest bei uns nicht. Länge 7,41 Meter, 300 Zentimeter Höhe, also 3 Meter Höhe und Breite 2,33 Meter auf 3,5 Tonnen, 554 Kilogramm Zuladung. Da ist der Fahrer schon mit drin, ein bisschen Sprit und ein bisschen Wasser. Aber es ist nicht die Welt. Wenn man das so rechnet mit mehreren Leuten und mit Hubbett, da ist man ja meistens auch schon mal mit 4 Personen unterwegs, muss man schon darauf achten, was man mitnimmt. Auf jeden Fall. Also pro Person 100 Kilo plus Zuladung. Also man rechnet ja so 150 Kilo, dann bist du schnell dann überladen. Also aufpassen, was man mitnimmt. Man kann ihn bestimmt auch auflasten. Mehr Details dann hier von den Leuten von Glück, wo wir gerade filmen. So, Besonderheit hier, die Designsprache, ähnlich wie in dem anderen, etwas andere Polster hier mit drin. Das ist die Aufbautür mit den Silberapplikationen, sehr modern. Ja, sieht fast aus, als ob es gebürstet wäre, ne? Mhm. Edel. Die Kassettentoilette auf der Seite. Dann Leichtmetallfelgen bei dem jetzt dabei und eine recht große Heckgarage, die darauf schließen lässt, dass gegenüber dem Schwestermodell, wo du ja etwas tieferen Einstieg hast, hier die Betten etwas höher hast. Das heißt, die kriegst du die Fahrräder auch hinten stehend rein. Ja. So, also etwas anders wie in dem Schwestermodell nebenan. Das zeige ich mal gerade. Detlefs Puls. Unbedingt mal schauen. So sieht er aus. Automotives Design. Hinten auch. Einzelne Teile beim Stoßfänger. Sogar hier unten, dass also wenn mal ein kleines Malheur passiert, ist nur dieses Seitenteil auszutauschen. Da hat einer mitgedacht. Mach mal auf bitte. Fester? Nee? Habe ich nicht aufgemacht gerade eben. Ha! Ich liebe Schlösser. Hat jeden Tag was Neues. Zieh mal fester. Ich hatte es nämlich gerade auf. Nee, andere Seite. Jetzt ist zu. Jetzt ist zu. Ja, ja, der tägliche Kampf der Schlösser. Nach rechts? Und feste ziehen. Also eine zentrale Verriegelung. Man hat also 2 Schlösser mit drin, die zentral über das mittlere bedient werden. Aber es klang jetzt satt. Das war jetzt nichts Schlimmes. Man muss noch ein bisschen fester. Wenn du mal gerade noch mal zumachst, jetzt will ich es ja wissen. Will ich nochmal auf? Ja, mach nochmal auf. Jetzt ist es zu. Geht eigentlich, oder? Ja. Gut, das Auto ist neu. 221er Modell mit Beleuchtung und Die kleinen LEDs. süß, gell? Ja, sieht süß aus. Machen es aber hell. Also jetzt im Moment ist ja voller Sonnenschein, deswegen wirken sie natürlich 0. Aber wenn dunkel ist, ist alles hell. So, da ist der Elektroanschluss. Der Gastank, ebenerdig, nicht ganz, aber sehr ohne große Ladekante. 2 Gasflaschen mit drin. Und das Design von der Seite Puls GT in Grau mit schwarzem Fahrerhaus. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, komm mal mit. Zeigen wir es mal gerade, wie das Design aussieht. Schick.
Ja, wir haben noch einige vor uns, denn wir zeigen heute mal Special Detlefs und gehen einfach mal rein. Ja, wieder mal dieser Boden, den kennen wir schon, in der Betonoptik. Genau, so grau Anthrazit, ja. Ein höhenverstellbarer Tisch mit drin. Sitzgruppe diesmal mit Hubbett. Wir haben auch schon mal den Elektroblock aktiviert, damit wir das Hubbett gleich mal rauf und runter fahren können. Und weiße Polster mit Stoffinlays mit drin. Oben habe ich dann das Panoramafenster, was mir dann trotz des Hubbetts noch sehr viel Licht bietet. Geh mal rein bitte. Eine Stufe, also sehr leichter Einstieg. Vorne die Aufbautür nochmal, die haben wir gezeigt, mit einem kleinen Fach mit drin. Oben ist eine Beleuchtung in dem Eingang mit drin. Hier ist noch ein kleines Fach. Und direkt hier ein großer Schuhschrank, der wahrscheinlich genauso groß ist wie eben. Ja. Wirklich groß. Hier kann ich dann meine Schirme ablegen. Da habe ich die Truma-Steuerung dort mit drin. Die wichtigsten ersten Lichtschalter an der Seite. Da ist mein kleiner Hocker. Wenn du dich mal gerade zur Seite drehst, dann kann man schön zeigen, jetzt kann ich hier sitzen und kann die Schuhe nämlich hier rausnehmen und kann die einfach wechseln, sitzen. Deswegen ist dieser kleine Hocker da, weil Leute immer fragen, wozu ist der Hocker? Natürlich auch, wenn mehr Leute kommen. Wenn du hier jetzt mal rausziehst, da kommst du auch dran. Ja. Man kann also jetzt hier ganz bequem die Schuhe wechseln. Wenn du die mal ausziehst, die Schuhe, gucken, ob die Höhe passt. Das sind ja jetzt, ist ja nicht unüblich, dass man auch mal etwas höhere Boots hat. Denn wir werden dich nämlich gleich mal auf das Hubbett schicken, zwecks Prüfung, wie denn die... So, zeig mal gerade die Socken. Diesmal Fruchtmotiv. Kirsche. Mach mal zu, geht das zu? Die bunten Kirschen. Ah, es ist an der einen Seite etwas höher, geht gerade so zu. Mach mal zu, es müsste gehen. Ja, geht zu. Prima. Also auch Boots passen rein. Und der Schlüsselbund aller Detlefs. Handy auch. Ja, passt doch. So, Sitzgruppe, setze ich mal rein in die Sitzgruppe. Dann gehe ich mal hier auf den... Wie ist der erste Eindruck? Ist es jetzt sehr, sehr tief vom Gefühl her wegen des Hubbetts? Nee, oder? Nö, eigentlich nicht. So das erste Gefühl, nein. Da oben haben wir jetzt nochmal ein großes Fenster, habe ich eben schon mal gesagt, mit der Betonoptik da im Hintergrund. Grau ist hier die dominierende Farbe, ein bisschen Holz. Im Eingang habe ich etwas mehr Holz, aber mit dem Grau wirkt das richtig modern. Hier sind die Bedienelemente, also einmal die Truma. Diesmal eine Truma drin. Eben hatten wir bei dem anderen Modell eine Alder-Heizung mit drin. Diesmal das Bett auch höher, das werden wir euch gleich mal zeigen. Etwas anderes Konzept. Der Tisch in mehreren Bereichen schiebbar. Da ist es wahrscheinlich... Ah, guck mal, der ist auch höhenverstellbar. Der ist höhenverstellbar. Damit du da ein Bett bauen kannst. Meinst du? Ja, ich denke schon. Und dann hier wieder Notbett. Ein Notbett haben kann. Okay. Wenn du mal den Fahrersitz drehst, da ist das Cockpit Fiat Ducato mit Klimaautomatik. Da verweisen wir auf unzählige Videos, wo wir das Fahrzeug erklären. Wir haben sogar eigene Videos gedreht zum Thema, wie bedient man Wassertanks, Elektroblocks und so weiter. Da ist jetzt, hey, Profi, im ersten Mal. Ich bin begeistert. Es geht ein bisschen schwerer, weil es noch sehr neu ist. Ne? Ja. Aber es geht. Du hast Armlehnen, die mal runter machst, das ist sehr bequem. Die kann man Höhen verstellen. Genau hier. Kann man dann drehen. Hast dann die Armlehnen drauf. Ist das okay von der Höhe für dich? Ja. Ja. Kann man also bequem setzen. Es geht noch einen Schritt zurück nach hinten. Okay. So, hier oben hast du ganz große Ablagefächer. Trotz Hubbett, das ist schon genial. Also Ja. hat man den vorderen Bereich gar keine Enge, Nee, weil das Hubbett in der Mitte ist. Der vordere Bereich wurde nicht ausgespart, der ist geblieben, ne? Mit der Ablage. Toll. Also ich zeige es mal von hinten, wie hier der Raum sich entwickelt. Da ist was denn? Ach, so ein Spiegel an der Seite. Da oben ist das Hubbett übrigens.
das sich sehr anschmiegt oben. Ich habe schon mal entriegelt. Das hier ist die Hubbett-Steuerung übrigens. Die werden wir gleich mal angucken. Dann die Sitzgruppe mit drin. Mit den 2 vollwertigen Gurten. Sitzplätze. Da habe ich hier so auch so einen Stoff hier. Fahr mal drüber und beschreib mal, wie sich das anfühlt, der Stoff. Nach Stoff? Nochmal. Das Ist so ein textiles Muster. Ja, es ist ein textiles Muster. Das ist trotzdem eine Ist Platte. gar nicht dargestellt so. Aber man sieht so einen Moree-Effekt. Also Genau. Es ist nur rein optisch. so, da ist der Detlefs Elektroblock. Hier sieht man also die wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel die Aufbaubatterie, wie voll die ist oder wie viel Strom gerade entnommen wird und die Wassertanks. Die sind leer. Masterpanel heißt das. Die Schränke, diesmal anders öffnend, oder doch? Guck mal. Ja, doch, ganz normal. Die anderen haben sich ja so gefaltet in dem anderen Modell. Ich denke, das könnte vielleicht drüben sein. Mach mal. Weil es ist höher als hier, ne? Da macht wahrscheinlich keinen Sinn bei dem Hubbett Genau. von der Höhe. Aber hier, ja, da sind diese Fallschränke. Mach nochmal zu und auf. Soll ich mal versuchen, langsamer? Ja, mach mal, dass die Leute... Es geht wirklich automatisch. Also ich kann es nicht beeinflussen. Es geht wirklich flop auf. Und zu? Ist es schwer? Nee, überhaupt nicht. Zieh's Ganz dran, leicht. Aber ich gehe von da oben dran. Und drücke es zu im Endeffekt, ja. So, interessantes Design. Wenn du mal den Beifahrersitz drehst, das brauchen wir gleich. Wir müssen nämlich das Hubbett mal runterlassen. Und das Schöne ist, es kommt dran vorbei, das Hubbett. Ich gehe davon aus. Sollen wir es mal testen? Ich kann nur... Dreh einfach mal, dass wir den Wohnraum mal herstellen. Ja. Nur mal kurz zum Zeigen. Die beiden vorderen Sitze. Geht's? Ha. Hier ist übrigens, da sind die Aufbaubatterien. Nicht gedreht. Kriegst nicht gedreht? Ich rutsche. Marlene, du bist erlöst. Kriegst echt nicht gedreht. Das wäre der erste Sitz, den du nicht gedreht kriegst. Der will sich nicht drehen lassen. Hallo. Lässt er sich überhaupt drehen? Doch, ich denke schon. Hat er einen Drehschemel? Hat einen Drehschemel. Also da ist auf jeden Fall ein Drehschemel drunter. Ja, probier's nochmal. Darfst diesmal ein bisschen, wenn du mal ganz feste nach außen ziehst und jetzt drehst. Ja, das mache ich ja. Warte, Geht das nicht. ist Der Hebel hier. Kann ich ja vielleicht irgendwo dagegen stemmen kurz. Geht. Ah, das ist wieder Übungssache, gell? Das heißt, also wenn man es einmal gemacht hat, mach nochmal zurück Nee, und nochmal hin und her. Das nicht. Ich glaube, Ob's jetzt einfach geht? Einfach nur. Der war im Prinzip noch nicht bedient. Ja. Also wenn Sie lachen, Sie können gerne mal selber herkommen, das mal probieren. Es geht wirklich nicht so leicht, ne? Geht nicht so leicht, aber vielleicht... Und jetzt geht's. Ich habe einen Trick. Was denn? Zeig mal gerade den Hebel, dass wir den mal sehen. Das ist der Hebel, den ziehst du so nach vorne. Also nach hinten. Gut. So, Fuß nach hinten gestemmt. das wäre jetzt quasi... Oder ich sag mal, das ist jetzt die Sitzposition. Und jetzt fahren wir das Hubbett mal runter. Fahr mal runter. Ja. Du hast schon aktiviert? Ja, ist schon drauf. Das hat auch ein Schloss, dass also die Kinder dann nicht spielen können. Da fahren jetzt die Schränke. Das geht, oder? Ja, geht alles. Fahren wir weiter, weiter. Wurde genau ausgespart. Ja. Ist unten? Das war's. Das war's. So, das heißt also hier unten ist es genau ausgespart. Da sind die Schränke dann hier drunter. Hier kann ich noch drunter durchlaufen. Auch als großer Mensch. Und kann Ich glaube, das war's aber noch. den Notausgang aber bedienen. Also ich meine, dass das tatsächlich noch ein Stückchen gehen Könnte. könnte. Vielleicht liegt es daran, dass die Gurte hier fixiert sind. Die Ausfallgurte. Nee, ich glaube, das ist noch die Reserve, Marlene. Ja? Ja, weil hier vorne ist dann wirklich Feierabend. Das heißt, man kann die Kopfstützen auch montiert lassen. Ja. Warte, ich gehe mal gerade, man muss nichts umbauen. Das ist ja cool. So, jetzt hat man hier großes Hubbett. Und man kann die Bettauflagen auch drauf lassen. Rausfallschutz ist dran. Ja. Und du hast die Schuhe ja schon aus. Dann kletter mal von hinten mal rein. Ja, müssen die Große ja mal sehen, wie das geht. Denn
Du bist jetzt mal das Kind. Wahrscheinlich auf die... Erstmal Rausfallschutz raus. Versteckelt unter der Matratze. Und dann Ja, ich mache das jetzt nur, damit ich nichts... einmal aufs Fahrersitz, dann auf die Lehne. Und so würden das die Kinder wahrscheinlich auch machen. So, Seite ist links. Und ja, 2 Personen locker, oder? Ja. Die können wir jetzt. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man mal sieht, wie groß das Bett ist. Es ist ultra groß, also richtig groß, was es gerade drin ist. So, jetzt könnte ich dich ja hochfahren, aber dafür gibt es ja diesen Schlüssel, damit also die Kinder nicht spielen und dann ein Kind vielleicht hochfahren. Deswegen kann man es blockieren. Also das sollte man ernst nehmen, weil der Motor hat richtig Power. Ich kann nämlich hier die Marlene... Ne, es geht nicht, er schaltet ab. Aha. Das heißt, er hat gemerkt, da ist so viel Strom drauf und hat dann abgeschaltet. Ja, wenn du nochmal runterkommst. Da sind übrigens hier diese nochmal kleines Detail. Diese Vorhänge, die kann man nochmal dann zuziehen, dass ich meine Ruhe habe. Marlene geht runter. Über den Sitz. Und ich fahre jetzt mal hoch. Jetzt geht's. Dieses war nämlich zu schwer, hat er gemerkt. Ja, hat abgeschaltet. das ist gut. Ist da nichts passiert, das ist sehr gut. So, und dann kannst du hier oben sichern. Für alle Fälle. Dann ist es so, als wäre es nie da gewesen. Ja, das ist gut. Also ich habe hier wirklich... Mach nochmal. Stehhöhe. Cool. Prima, ich komme mal nochmal rein. Dann gehen wir mal die Küche durch. Große Platte, sehr tief. Ja. Hier hast du dann die Kochnische mit den 3 Kochfeldern. Hier hast du noch Ablagemöglichkeiten vielleicht für Gewürze Indirekt beleuchtet. auch. Und als auch hier, da oben vielleicht für Zewa oder... Was du aber nur bedienen kannst, wenn das Hubbett unten ist, oben ist. Ja, das sollte man dann mit bedenken. Ja, das merkst du dann, wenn du kochen willst und einer schläft schon. Dann Schränke, die sind gleich aus dem anderen, gell? Genau. Da haben wir So, wieder- von der Größe her 2 tiefe Schränke mit schau mal Müllsystem. Hier ist dann die Vorrichtung, wenn man mal seine Abdeckplatte hier Ah, die war da drin. Zeig nochmal. wenn man die verstauen möchte, aus den Füßen haben möchte. Die passt da so rein. Das ist ja super. Haben wir beim letzten nicht gesehen. Ja. Ich glaube, ich weiß es auch gar nicht, ob die da auch da waren. Dann hier die Abschalter, nee, wie heißen die nochmal? Die Die Absperrhähne, Ventile. Absperrhähne, genau. Und da sind die Ziemlich gut viel Platz nach hinten, Stauraum, 3 Schubladen. Besteck, Besteckkasten, noch mehr Stauraum. Und unten haben wir nochmal eine Schublade. So, ein Tedford AES. So, dann haben wir hier, der Schrank ist jetzt kürzer, ne, wegen dem Hubbett. Der war ja tatsächlich in den anderen Etwas höher. komplett, Mach mal ne? auf, vielleicht geht der ja noch hoch. Muss. Ja, geht noch hoch. Aber es passt ja nicht, weil hier das Hubbett genau kommt. Aber Du könntest Trotzdem tatsächlich Mikrowelle. eine Mikrowelle einbauen lassen, vorher natürlich, ne? wo die Tür dann halt öffnet, eine kleinere, die würde gehen. Die, Oder halt ein die Öffnung entsprechend hat. Grill. Ja. So, hier ist der Tedford mit großem Eisfach. Genau. Kühlschrank. Mit frische Boxen auch im unteren Bereich wieder. So, hier unten haben wir ja nichts, weil wir da die Schublade an der Seite haben. Mhm. Ja, das ist die Schublade für die Genau. große Spiegel. Stell ich mal davor, bitte. Ja. Man sieht, also kann man sich komplett, nee, da in die Ecke. Dann sieht man nämlich, kann man schön von oben bis unten sich im Spiegel begucken. Genau. So, jetzt kommt
Wichtigster Bereich. Diesmal das Bett ist höher. Da ist jetzt schon ausgezogen die Liegewiese. Also hier, das ist der maximale Zustand schon. Da ist die Treppe dann notwendig hier vorne, damit ich hochkomme. Ja. Ich komme wahrscheinlich auch so hoch, wenn ich ein bisschen akrobatischer bin. Und das Ganze kann man aber auch dann etwas bequemer für den Einstieg machen. Da oben ist dann nochmal so diese Betonoptik durchgezogen über den ganzen Raum, so eine Einheit, indirekt beleuchtet. Und wenn du das mal zurückbaust, mach mal das mittlere Polster raus hier. Ich wollte gerade fragen, meinst du, man kann es zurück? Ja, ich denke schon. Normalerweise ist das einfach nach hinten schiebbar. So, die Leiter raus. Nee. Doch, sollte gehen. Ich hätte es jetzt gerne einfach nach hinten geschoben. Ne? Ja, sollte aber so. Das ist aber tatsächlich eine aufgelegte Platte. Ist eine aufgelegte Platte. Ja, schau mal hier. Hier ist auch die Vorrichtung, dass es auch eingehakt ist. Dann hol sie mal raus. Wenn du mal leicht anhebst. Genau, wir heben die mal an und schieben dann. Und dann geht's. Siehst du? Das heißt, es hat hier vorne eine Arretierung. Ja, ich verstehe. Und jetzt hast du nämlich. Ja, jetzt geht's komplett rein. Super. Und dann hast du hier die Stufe. Da hat auch nochmal ein Staufach drin. Indirekt beleuchtet. Und jetzt ist der Einstieg sehr bequem. Das heißt, über die Stufe, problemloser Einstieg. Also wer dann die Liegewiese möchte, kann die dann bauen. Ja. Wer sie nicht haben möchte, kann sie zurückbauen und braucht dann auch keine Leiter mehr, weil er hier die Stufe hat, über die man sehr, sehr bequem einsteigen kann. Dann kommt man übrigens auch an den Schrank ran hier, der unvorstellbar groß ist. Großer Kleiderschrank. Hier kann man Ob du wieder. das hochdrücken kannst. Ja. Bestimmt. Dass man an den Kleiderschrank besser rankommt. Sind Gasdruckfedern bestimmt drin. Muss man die Leiter mal rüber. rüber, sonst kommt sie mir entgegen. Aber Ja, und da kommst du dann sogar von vorne. Jetzt kann man die Tür sogar noch öffnen. kannst auch noch mal reingehen. Das wäre doch eine geniale Hundebox, oder? Wenn du die. Ja, vielleicht kann man die Tür ja austauschen mit Gitter. Und hier hast du einen großen Kleiderschrank, wo du einfach so rankommst. Interessant. So, andere Seite, großer Schrank. Da sind wahrscheinlich jetzt auch die Wassertanks wieder. Etwas flacher dann oben. Die Leiter rüber. Da kann man sich ja überlegen, ob man die überhaupt mitnimmt. Ja, also wenn man, das ist, also einmal die Leiter vorne, wenn ich natürlich Kids habe, die kommen so hoch, da brauche ich keine Leiter. das ist Kann man die zu Hause lassen und die kleinere ist dann für hinten. Die kann man dann zur Not zu Hause lassen oder hinten im. So, und hier hat man dann die Tanks unten und hat hier nochmal einen großen. Da ist die Revisionsschächte für den Tank. Hier ist dann geschlossen großer Schrank. Ah, das lässt sich aber nicht hochklappen, oder? Nee, ist fest. Nein. Gut. Das ist tatsächlich nur hier für die Kleiderstange. Ist jeder anders, jeder Wagen. Ja, So, da hast du auch natürlich nochmal die Schränke. Ablagefläche. Hinten USB und Steckdose. für Handy und Co. Die kann ich dann hier reinlegen. Warte, ich filme mal gerade da rein. Jetzt haben wir die Chance. Da hast du dann also deine Handy-Aufladestation. Und das Sachen kann man ja einfach oben reinlegen, können nicht rausfallen. Da hast du dann Schränke. Großes Heki nochmal dabei, nochmal ein Schrank. Nochmal ein Schrank. Leg dich mal aufs Bett. Gucken von der Größe her. Die Betten sind hier auf der Seite ein Ticken länger. So, 1,72. Trotzdem, wenn du mal gerade dein Bein mal kurz, deinen Fuß mal anhebst. Nee, nur ein Fuß, genau. Da ist dann 1,72 Ende. Sie liegt jetzt press an der Wand dran. Auch noch integriertes Licht, das sieht man jetzt gar nicht. So ein Ambiente. Ja. Und das ist diese Technik. Wenn du die nochmal kurz rausfährst, dann du nochmal sieht. Nee, wenn du einfach oben liegen bleibst und dann rausfährst. Platte meinst du? Ja, die Platte. Weiß ich gar nicht, ob ich das von der Seite. Einfach feste ziehen. Da kommt sie. Ich habe jetzt Widerstandsfläche, Ja. weil ich drauf liege. Aber was ist denn da unten drunter, wenn man das hochmacht? Dass man, vielleicht gibt es ja Leute, die sagen,
Ich benutze das als Ablagefläche für... so sieht das aus. Heißt, das kann ich dann ganz zurückfahren. Fahr mal zurück. Wie gesagt. Nee, nach vorne. So, dann habe ich das hier zu. Ja, das Polster lässt man dann liegen. Ja. Interessantes Detail, stell dich mal kurz hier auf diesen Schrank. Auf diese Treppe. Und du kommst jetzt an die Schränke ran, ohne dass du aufs Bett steigen musst. Ja. Einfach so. Ja. Geh mal einen Schritt zurück, dann sieht man es besser. Also das ist kein Problem, man kommt einfach ran an alle Schränke, ohne übers Bett steigen zu müssen. Okay. So, dann komme ich mal aufs Bett drauf. Du gehst mal nach vorne bitte. Dann filmen wir mal umgekehrt. Das ist das Raumbad. Vom Schlafzimmer aus erreichbar. Vorne kann ich die Tür einfach schließen. Wenn du mal reinkommst und die Tür zumachst. Du hast 2 Schiebetüren, hier kannst du zumachen, wenn ich jetzt schon schlafe. Wir haben auch hier nochmal die So, Druckknöpfe. Druckknöpfe für Schlüssel, links und rechts. Ist jetzt natürlich durch die Verpackung noch ein bisschen hier alles verschoben. So, und wenn du jetzt aufmachst, dann hat man Zugang zum Raumbad und die Toilettentür ist zeitgleich auch der Raumtrenner nach vorne. Heißt also, wenn ich schlafen möchte und die Kinder wollen mal auf Toilette gehen, so, zugemacht. Das kann man natürlich auch während der tagsüber offen lassen. Und dann habe ich hier eine Wohnungsraumtür, übrigens wie so eine Architektentür, sehr hoch, sehr schmal, sieht ziemlich cool aus. Da bist du jetzt, ich zeige erstmal dass die Dusche extrem hoch. Das heißt also, auch ganz große Menschen können hier duschen. Geh mal gerade in die Dusche rein. Zeig mal die Marlene in der Toilette. Und da ist Toilette / Waschraum. Wieder für das Toilettenpapier, Stauraum, die Rolle hier vorne rauslassen. Und hier hast du noch einen kleinen integrierten Handtuchhalter. Noch ein bisschen Stauraum. Für Kosmetikartikel, Badartikel. Übrigens nochmal ein Fenster drin zum Belüften. Das gleiche nochmal auf der Duschseite. Das heißt, hier kann ich richtig schön alle 3 Fenster auch nachts aufmachen und habe dann einen schönen Durchzug. Brauchen wir vielleicht auch keine Klimaanlage. Hier siehst du auch nochmal ganz gut diesen Druckknopf. Also das ist echt praktisch, vor allem wenn du unterwegs bist. Transportsicherung. Ja. Zumachen okay. Und dann wackelt das auch gar nicht mehr hier. Da ist es. Schön fest. Schön. Ja, wir sind durch. Also Dusche nochmal en Detail. Hier oben ein kleiner Handtuchhalter drin. Indirekte Beleuchtung dahinter. Und das Brett, was den Boden dann eben macht. Hier der Zugang dann zum Wohnraum über eine kleine Stufe. Die ist hier. Die ist ca. 8 bis 10 cm hoch. Und dann hier oben das Hubbett. Das aber, wenn ich runtergehe, gar nicht mehr stört. Sehr hoch. Die Küche in der Betonoptik. Diesen Faltschrank, den man wirklich gesehen haben muss. Sehr interessant. Und dann den Living Room mit locker, ich zähle mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, ich denke mal bis zu 6 Personen könnten hier sitzen, bequem und dann viel Spaß haben. Garderobe hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite, neben dem Eingang. Die ist auch mit dem Textil unterlegt und jede Menge Licht nochmal im Eingangsbereich. Ist jetzt natürlich sehr hell draußen, deswegen kämpft meine Kamera gegen die Sonne. Fliegengitter ist mit drin, kann ich auch mal kurz zeigen. Und ein schickes Design von außen, was das innen auch nochmal wiedergibt. Hier, das ist übrigens Silber. Das glänzt so ein bisschen schön. Ja, komm, wir zeigen es nochmal von außen. Schwarze Optik Puls T7051 EB.
mit Hubbett. Wir filmen bei Glück in Sulzemoos, heute am Samstag, Halloween, 31. Oktober 2020. Und hier ist trotzdem richtig was los. Guck mal, ein kleines Detail, die Eintrittsstufe Oh ja. mit Riffelblech. Ja, damit nichts passiert. Schön. Ja, vielen Dank Marlene. In Rot, schwarz, passend zum Puls GT Detlefs. Tschüss.